Hallo liebe Concorde-Freunde! Heute wollen wir uns mal anschauen, was wir mit unserem Smart TV noch alles machen können, außer Fernsehen zu schauen. Unser Smart TV kann sich mit dem Internet verbinden. Dazu brauche ich natürlich eine WLAN-Verbindung und die meisten von euch haben ja das System Hot4Spot eingebaut. Das schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze funktioniert. Als erstes schalten wir die WLAN-Box ein. Diesen Schalter hier einfach einschalten. Bitte vor Fahrtantritt wieder ausschalten, weil das System keine Straßenzulassung hat. Zur Kontrolle einfach hier schauen, dass das grüne Licht leuchtet, das kleine, dann wisst ihr, das System ist in Betrieb. Wir müssen uns jetzt damit noch mit einem Menü verbinden, das machen wir gleich. Vorher noch der kleine Hinweis, ihr könnt in diese WLAN-Box auch eine SIM-Karte einschieben. Wenn ihr über eine SIM-Karte euch mit dem Internet verbinden wollt, müsst ihr dann einen Installationsmanager folgen. Das zeige ich euch gleich noch. Zunächst einmal brauche ich die App von Hot4Spot und die suche ich mir jetzt auf meinem Smartphone. Ich habe ein Apple, also in meinem Falle im App Store. Und finden dann das Freebie, die Dienstprogramme, und das Ganze könnt ihr dann quasi euch runterladen. Achtet bitte darauf, dass beim WLAN jetzt auf das Freebie 1000 geht, sonst funktioniert die Verbindung nicht. Also einfach WLAN auswählen und ihr geht auf Freebie 1000. Ihr findet diese Daten auf dem Kästchen, was hinter dem Kontrollpanel verbaut ist. Da seht ihr die ganzen Zugänge, die beim ersten Mal vorgegeben sind. Ihr könnt die natürlich selbstverständlich ändern und solltet die dann auch, sobald es eingerichtet ist, ändern und euren eigenen Namen vergeben und ein eigenes Passwort vergeben. Jetzt seht ihr, dass ihr verbunden seid. Dann gehen wir hier raus und starten unsere Hot4Spot-App. So, wir lassen das jetzt zunächst mal für die Einrichtung und gehen auf Anmelden. Ihr seht jetzt in der Übersicht, hier steht jetzt SIM-Karte ist nicht eingelegt, ihr seid noch nicht verbunden. Ich zeige euch kurz, wenn ihr mit SIM-Karte verbinden wollt, was ihr tun müsst. Ihr geht hier oben auf das Menü, dann geht ihr auf den Installationsassistenten und jetzt geht ihr die ganzen Schritte hier durch, die dort angegeben werden. Wir wollen aber für heute uns anschauen, wie wir mit einem WLAN von außerhalb arbeiten. Das heißt, wir gehen auf den Button WLAN einfangen und müssen jetzt natürlich ein Netzwerk suchen, mit dem wir uns verbinden können. Jetzt läuft die Suche, das dauert immer ein bisschen. Wenn ihr wisst, wie das WLAN-Netz heißt, mit dem ihr euch verbinden wollt, mit dem externen, dann könntet ihr natürlich dort auch den Namen eingeben. Das Netzwerk habe ich gefunden, das Passwort dazu eingegeben und jetzt gehe ich auf Öffnen. Ich sage hier oben noch Dann, ist erledigt. Das Ganze wird gespeichert und jetzt wird das WLAN quasi eingefangen von extern, verstärkt durch den Hot4Spot und als nächstes machen wir jetzt mal den Fernseher an, weil wir dann eben überprüfen können, ob der Fernseher jetzt eine WLAN-Verbindung hat. Der Hauptschalter ist schon eingeschaltet, einfach mit meiner Fernbedienung schalte ich den Fernseher ein. Die SAT-Anlage ist im Übrigen nicht hochgefahren. Vielleicht habt ihr das gemerkt, wir sitzen hier in unserem Showroom, wir sind also nicht im Freien, wir haben keine SAT-Anlage ausgefahren. Mein Fernseher ist an, ich muss jetzt auf den Schalter Input gehen, denn ich habe ja jetzt keinen Satellitenempfang und gehe jetzt mit meinem Cursor nach unten und gehe auf die zweite Seite, hier steht Smart TV, da mache ich OK. Und dann dauert auch das einen kleinen Moment. Das ist jetzt wie ein Computer, der hochfährt. Also bitte ein bisschen Geduld immer haben. Dauert ein paar Sekunden und dann kommt der passende Bildschirm dazu. So, ihr seht jetzt oben links auf dem Bildschirm über Online-Video seht ihr das WLAN-Zeichen. Wir sind also mit WLAN verbunden. Wenn wir jetzt unseren Fernseher im Grunde genommen auch wie einen Computer nutzen wollen, empfehle ich euch, dass ihr euch einfach noch so eine mobile Tastatur anschafft. Die lässt sich ganz einfach mit dem USB-Stick mit dem Fernseher verbinden. Das ist ganz hilfreich, wenn ihr jetzt dann im Browser irgendwas googeln wollt, wenn ihr ein Passwort eingeben wollt. Ist immer alles leichter auf einer Tastatur als auf der Fernbedienung des Fernsehers, mit der man es auch machen kann, ist aber etwas umständlicher. Wir sehen jetzt hier das Menü.
im Smart-TV-Bereich. Der Fernseher hat ein Android-Betriebssystem. Ihr seht also hier für alle, die mit Android-Geräten arbeiten, die kennen sich da schon aus. Ihr seht quasi verschiedene Blöcke. Das sind Bereiche, wo ihr eure Dateien oder eure Apps reinladen könnt, so dass ihr das bequem für euch sortiert habt, wie ihr das kennt. Wir werden uns gleich verschiedene Sachen noch anschauen. Wichtig für euch ist auch, es ist natürlich der Play Store von Google auch mit unter den Apps, so dass ihr euch auch weitere Programme bzw. Apps runterladen könnt, die ihr benötigt. Zum Beispiel empfehlen wir euch, ladet euch im Google Play Store von Adobe den Reader für PDF-Files runter. Dann könnt ihr zum Beispiel auch Concord-Bedienungsanleitungen per PDF euch dann auf dem Fernseher anschauen. Dann schauen wir uns jetzt mal hier im Überblick an, was wir so haben. Ihr könnt mit der Fernbedienung erstmal quasi mit Taste rechts und links, oben, unten quasi in die verschiedenen Blöcke gehen. Wir gehen jetzt als erstes mal in die Settings, weil wir wollen jetzt ja mal gucken, sind wir auch schön mit dem Internet verbunden. Einfach da drauf drücken und dann schaut ihr euch bei Netzwerk mit OK an, mit welchem WLAN ihr jetzt verbunden seid, ob er auch mit dem Free 1000 sich verbunden hat, wie er das ja soll, weil wir ja darüber jetzt unsere Internetverbindung hergestellt haben. Wenn das okay ist, hier wieder rausgehen und ihr seht auch, wenn ihr auf dem Bildschirm schaut, oben wo Online-Video steht über diesen Block, da seht ihr ja das WLAN-Zeichen und seht, wie stark euer WLAN ist. Zu dem Punkt noch etwas, es ist sehr wichtig, wenn ihr jetzt größeres Datenvolumen bewegen wollt, zum Beispiel TV streamen wollt, dann braucht ihr natürlich eine starke WLAN-Verbindung, auch mit ausreichender Kapazität. Das ist ganz wichtig. Jetzt schauen wir hier einfach mal rein. Wir gehen mal in diesen Block, wo My Apps steht und schauen uns an, was es dort so gibt, was wir uns mal im Einzelnen ein bisschen genauer anschauen wollen. Wir haben zum Beispiel hier Google Chrome, das ist der ganz normale Browser, mit dem man ins Internet kommt. Da können wir reingehen, können uns Stellplätze suchen, eine Route suchen, Informationen über die Gegend suchen, in der wir unterwegs sein wollen. Dann gehen wir mal in den Bereich File Browser. Hier habt ihr zum Beispiel, wenn ihr einen USB-Stick einsteckt, dann die Daten, die auf dem USB drauf sind, könnt ihr abrufen. Mal als Beispiel ein USB-Stick, wo ein paar Videos drauf sind, wo der Mercedes Actros erklärt wird. Das starten wir jetzt mal von hier aus. Und dann seht ihr, dass das ganz von alleine losläuft, das Video, dass der Player dazu sich quasi automatisch gesucht wird. Wenn ihr natürlich noch den Ton hören wollt zu eurem Video, was ja Sinn macht, einfach dran denken, das Radio einschalten und im Menü auf TV gehen, damit ihr eben dann auch den Sound habt. So, noch ein Beispiel. Jetzt will ich mir noch ein paar Bilder anschauen, die ich auch auf meinem USB-Stick habe. Dann gehe ich einfach auf diesen Button Galerie, drücke auf OK und sehe dann meine verschiedenen Ordner mit Bildern und suche mir die Bilder aus, die ich mir anschauen will, auf OK. Und dann geht er nach oben rechts, da seht ihr 3 Punkte. Das ist immer ein Zeichen für, dass da ein Menü sich dahinter versteckt. Da einfach mal auf Enter drücken und dann könnt ihr das Album, was ihr euch ausgesucht habt, als Diashow anschauen. Ja, dann kommen wir noch zu meiner Lieblingseinstellung, die ich hier habe, oder Lieblingsanwendung, das ist besser, nämlich Netflix. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, muss ich mich natürlich mit meinem Netflix-Account einloggen. Und dann, siehe da, dauert ein bisschen. Bei Netflix ist es so, dass am Anfang das Datenvolumen sehr hoch ist, weil quasi diese App heruntergeladen wird. Und dann habe ich aber mit weniger Datenvolumen, kann ich mir die einzelnen Filme anschauen. Und weil es so schön ist, schauen wir uns jetzt einfach mal eine Folge Suits an. Das gefällt doch jedem. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder fertig für heute. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.